Hallo meine Lieben, heute habe ich eine etwas größere Geschenkbox für euch, die auch ein bisschen mehr Zeit braucht, um die zu erstellen. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das ist eine eher aufwendige Box, aber ich finde die so super cool. Auf der Rückseite gemattet und hier vorne auch ziemlich gemattet mit diesem Thank You oben drauf, und dann hat die eben so einen Aufklappmechanismus, wo ihr da was reinpacken könnt. Und die machen wir jetzt. Für diese Box braucht ihr einiges an Material. Fangen wir mal hier drüben an. Da habe ich den Boden, der ist 12,7 cm x 12,7 cm. Dann habe ich für oben drauf zuerst die Mattung, die ist 12,2 cm x 12,2 cm und dann eines, was 11,9 x 11,9 cm ist. Dann habe ich eines, was 11 cm x 11 cm ist und eines, was 10,7 cm x 10,7 cm ist. Diese Elemente kommen oben drauf, das ist der Boden. Dann habe ich hier das große Stück ist 21 cm x 21 cm, das gibt quasi die Basisbox. Dann die beiden Seitenlaschen, das ist 17,9 cm x 12 cm, eben zweimal. Dann habe ich mit diesem Set hier, wo haben wir es hier, dieses Thank You, habe ich einerseits die Wörter ausgestanzt und hier ein Tipp. Wenn ihr so filigrane Sachen habt, damit es besser schneidet, könnt ihr so ein Stück Verpackungsmaterial auch noch drunter packen, unter den Bastelkarton, und dann das Ganze ausschneiden. Das funktioniert jeweils ein bisschen besser. Das habe ich dreimal ausgestanzt, und zwar zweimal in weiß und einmal in schwarz, damit ich hier so ein bisschen Dimension schaffen kann. Dann habe ich den Schatten ausgestanzt, und zwar viermal in rosa und einmal in Designpapier, was ich auch für die seitlichen Laschen verwendet habe. Und dann habe ich hier noch zwei Herzen mit diesem Stanzset ausgestanzt. Dann braucht ihr noch so ein kleines Stück von einem Band, was wir dann dran machen werden. Ich habe diese Elemente hier alle abgerundet, bis auf den Boden, den nicht, aber die oberen Elemente habe ich alles hier mit so einem Eckenrunder abgerundet. Und vielleicht als kleiner Tipp, wenn ihr ein Designpapier habt und da so ein bisschen gucken wollt, welche Farben an Farbkarton hier am besten dazu passen. Ich habe mir das so gemacht, dass ich effektiv hier einfach so einen Ring mit all den Farben, die ich an Farbkarton zur Verfügung habe, einfach Kreise ausgeschnitten, die so an einen Ring gepackt, und so kann ich jeweils wunderbar gucken, passt das Papier zu dem Element oder zu dem Motivpapier, was ich habe. Einfach hier so als kleinen Tipp, das ist super handlich, und da müsst ihr auch nicht die ganze Zeit euer ganzes Papier, was ihr habt, durchblättern, sondern ihr könnt hier einfach gucken, okay, welches passt hier am besten dazu. Und zum Kleben werde ich zwei Sachen verwenden. Das sind so Tuben, und in diesen Tuben drinne, das war auch so ein Tipp, welchen ich euch mal geben wollte. Wenn ihr Zementikkleber kauft, habt ihr in der Regel so diese ungefähr so großen Tuben. Und ich finde es immer schwierig, da zu regulieren, wie viel Kleber rauskommt. Das heißt, ich habe hier einen, der ein bisschen größer ist, und eines, was ganz filigran ist, und die verwende ich in der Regel für so kleine Elemente, gerade auch so, wenn ich Schriften aufeinander klebe. Und ich mache das so, dass ich jeweils hier diese Riesentube kaufe und dann die halt einfach immer hier in diese beiden Elemente abfülle. Das ist ein bisschen kostengünstiger, und ihr habt auch nicht, wenn ihr nur diese kleine Tube kauft, dann müsst ihr die jetzt mal wegschmeißen. Ein bisschen weniger Müll, den ihr produziert. Aber eben, es kommt immer darauf an, was ihr nutzt. Ich arbeite extrem viel mit Flüssigkleber. Es gibt andere, die lieber mit so einem Doppelklebeband arbeiten.
Da müsst ihr einfach gucken, aber ich wollte euch hier diesen Tipp mal geben. So, jetzt um hier ein bisschen Ordnung zu schaffen, werde ich diese Elemente zusammenkleben und diese Elemente zusammenkleben, den Boden nicht. Und dann machen wir mit der Basisbox weiter. Ihr seht jetzt auch, warum ich so viele davon ausgeschnitten habe, weil jetzt habe ich hier unter diesem Designpapier wunderbar so einen rosa Rahmen und das Dunkle hebt sich auch so ein bisschen dadurch ab, dass ich wie quasi drunter noch so einen weißen Schatten habe und so ein wunderbares Element habe, was sich vom Ganzen dann auch abhebt. Das kommt dann so hier drauf. Und so habt ihr eine sehr starke Dimension auch geschaffen und da kommen dann die Herzen auch noch drauf. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Fangen wir an mit dem weißen Karton und da müsst ihr ringsherum einmal bei 1,7 cm falzen. Ich mache das jeweils hier drüben, damit ich hier mehr Anlegefläche habe. Das heißt, hier lege ich das bei 1,7 hin und falze. Dann drehe ich es um. Wieder bei 1,7 und das einfach ringsherum. Und jetzt müssen wir das Ganze ringsherum bei 4,2 falzen. Das geht hier drüben nicht so weit, von dem her lege ich das hier drüben an und gucke hier bei 4,2. Falze ich. Dann drehe ich es wieder, lege es wieder bei 4,2 an. Nochmal drehen, wieder bei 4,2. Und nochmal drehen und wieder bei 4,2. So, dann kann ich hier die Falzlinien nachziehen. Und jetzt geht es um Schneiden. Da nehmt ihr eine Seite und schneidet hier an dieser zweiten Falzlinie komplett rein und dann auch auf dieser Seite. Und dieses Stück hier könnt ihr wegschneiden.
und dieses hier kürzen. Dasselbe auf der Seite. Und dasselbe auch auf der gegenüberliegenden Seite. Dann sollte das Ganze so aussehen. Und jetzt werden wir die Laschen noch ein bisschen anschrägen. Das heißt hier oben bis zur ersten Falzlinie. Und hier könnt ihr auf der inneren Seite die anschrägen. Und auf der äußeren schneidet ihr so 1 Millimeter quasi rein. Dann auch auf der Seite hier diese Lasche anschrägen. Und diese Seite. Hier auch wieder die innere Linie anschrägen. Und die äußere einfach so 1 Millimeter zurückschneiden. Die obere auch anschrägen. Und bei der Lasche auch die innere anschrägen und die äußere um 1 Millimeter kürzen. Auch auf der Seite anschrägen. Und auch hier die innere anschrägen. Und die äußere um 1 Millimeter zurückschneiden. Et voilà. Und schon haben wir die Basisbox. Die werden wir jetzt gleich auch schon kleben. Dazu gebt ihr hier auf die Klebelaschen Kleber drauf. Und dann legt ihr diese beiden Kanten aneinander. Und drückt das noch kurz fest. Warum wir diesen 1 Millimeter abgeschnitten haben, ist ganz einfach, damit ich das hier jetzt dann besser reinlegen kann. Das ist der Grund. Dann diese Seite. Und die beiden letzten machen wir gleich zusammen. Und dann können wir noch hier diese Laschen alle festkleben. Die habt ihr eigentlich, damit es A eine schöne Kante gibt hier oben und B, ihr gebt dem Ganzen auch ein bisschen Stabilität. Et voilà, so haben wir eine stabile viereckige Box. Dann kümmern wir uns noch hier um diese langen Teile. Und da ist es so, dass hier beide Seiten einmal bei 2,6 cm falzt. Das heißt, ich lege hier drüben die 2,6 an, falze das, drehe es um und falze das auch bei 2,6 cm. Und dasselbe mit dem Stück hier, auch bei 2,6 auf beiden Seiten.
So, und dann gucke ich mir an, wie die nachher liegen sollen. Einfach, dass das Muster so ein bisschen aufeinander passt. Ich würde sagen, am besten so. Ja. Das heißt, hier werde ich auf der Seite falzen und hier auf der Seite. Zum ersten Mal bei 2,5. Dann drehe ich es um und falze noch bei 5,1. So dass ich auf dieser Seite 2 Falzlinien habe und hier, wie gesagt, werde ich es auf der Seite machen. Das heißt, ich drehe das so um, zum ersten Mal bei 2,5. Dann umdrehen und noch bei 5,1. So. Dann ziehe ich hier die Falzlinien nach. Ich habe jetzt bei mir das Thema, dass mein Drucker hier Spuren hinterlassen hat und diese natürlich extrem unschön, wenn ich das Ganze dann aufklappe und diese Innenseite sehe. Könnt ihr euch überlegen, ob ihr per se, wenn ihr kein doppelseitiges Designpapier habt, sondern nur ein einseitiges, ob ihr hier effektiv so ein Element draufkleben wollt, weil dann habt ihr auch wunderschön, wenn ihr das Ganze aufklappt, habt ihr hier auch eine schöne Seite. Falls ihr das machen wollt, ich habe hier 2 Stück, die sind 12 cm mal 6,9 cm. Die klebe ich hier kurz drauf. Wichtig hierbei ist einfach, dass die innerhalb von dieser Falzlinie liegen, damit ihr das wunderbar auch noch umlegen könnt. Und wenn hier was übersteht, dann könnt ihr das einfach kurz noch zurückschneiden. So, Problem behoben und das sieht dann nachher erst noch schöner aus. Hier hinten ist es nicht das Problem, weil das klebe ich an die Box dran. Jetzt müssen wir hier schneiden und zwar da, wo ihr die beiden Falzlinien habt, schneidet ihr einmal rein. Und das obere Stück könnt ihr abschneiden. Selber auf der Seite. Und das natürlich auch mit dem zweiten Element. Jetzt müssen wir hier noch ein bisschen mehr abschneiden und ich finde das am einfachsten, wenn ich das mit einer Unterlage mache, einem Alu-Lineal und hier einem Präzisionsmesser. Weil was wir jetzt machen müssen, ist effektiv hier von der Ecke in die Ecke zu schneiden und von der Ecke in die Ecke zu schneiden und das auf allen Seiten. Sollte dann am Schluss so aussehen. Das noch mit dem anderen Stück. Und da wir die dann so auf die Box aufkleben werden, brauchen wir hier nur an diesem Stück und hier an diesem Stück Doppelklebestreifen. Den könnt ihr auch schon abziehen. Und dann funktioniert es eigentlich am einfachsten, wenn ihr hier die Box einfach drauf schiebt.
die beiden Laschen hochklappt, dann wisst ihr auch, dass ihr hier schön in der Mitte liegt. Und dann hier dieses Stück entgegendrückt und die Lasche runterlegt. Voilà. Und dasselbe auch auf der anderen Seite. Das heißt, ich lege das auch hier in die Mitte, drücke das hier entgegen und lege die Lasche runter. Und drücke auch das fest. Und jetzt können wir hier diese Klebelaschen reinklappen, weil die werden jetzt hier an diesem Element befestigt. Das mache ich mit Flüssigkleber. Am besten gleich auf beiden Seiten. Dann klappt ihr die so rein und guckt einfach, dass ihr hier schön abschließt. Ihr könnt es quasi auch zuerst reinstülpen, dann die Box zumachen, dann seid ihr sicher, dass das dann auch wunderbar passt. Dann hier drinnen noch ein bisschen feststreichen. Dann haben wir schon mal die erste Seite und dasselbe auch mit der zweiten Seite. Jetzt haben wir noch einen Boden, weil das sieht hier unten ja nicht so schön aus. Und da nehme ich dieses große Stück und klebe das noch fest. Könnt ihr auch das noch ein bisschen feststreichen. Und dann haben wir hier wunderbar auch den Boden bedeckt. So. Und jetzt kommt ja noch was oben drauf. Und ihr seht, das hat eine leichte Überlappung. Das heißt, ihr müsst gucken, dass ihr die Seite habt, die oben liegt. So, jetzt geht es hier ja nicht ganz raus auf den Seiten und hier innen drin darf ich auch nur bis in die Mitte. Jetzt geht es am einfachsten, wenn ihr das mit Doppelklebeband macht. Und zwar einerseits hier entlang dieser Kante. Nicht ganz bis raus, ne? Und dann hier, weil wir hier drüben quasi das den Abschluss bildet, gebe ich hier einen Klebestreifen drauf. Und sicherheitshalber gebe ich hier noch so mittig einen drauf.
Und jetzt kann ich da diese Klebestreifen lösen. Und eben wie gesagt, das kommt so, ne? Jetzt könnt ihr das wunderbar hier mittig drauf platzieren. Und das Ganze noch festdrücken. So, das ist unser Verschlusselement. Jetzt, damit man die Box dann ein bisschen besser öffnen kann, will ich hier noch so eine kleine Schlaufe anbringen. Da habe ich mir einfach ein Band zurechtgeschnitten, für das es so rausguckt. Und das werde ich mit einem Kreis verdecken von innen. Kurz gucken, dass ich da nicht zu viel habe. Und da gebe ich jetzt zuerst auf den Kreis ein paar Klebestreifen. Damit es da drauf gut hält. Ja. Dann lege ich das eben so zusammen und gucke, wie viel hier rausgucken soll. So in dem Stil. Muss gar nicht viel sein. Dann könnt ihr die hier so runterdrücken, damit die an diesem Doppelklebeband festkleben. Dann gebe ich effektiv hier drüber auch nochmal Klebeband. Löse auch das ab. Und auf den Rest des Talers bringe ich einfach ein bisschen Kleber. Und jetzt kann ich das quasi hier innen drinne mittig, so dass der Kreis nicht hervorguckt, ankleben. Dann haben wir hier auch einen Verschlussmechanismus oder einen Mechanismus, wo man dann wunderbar dran ziehen kann und die Box aufmachen kann. Jetzt haben wir ja noch was zur Verzierung. Dann nehme ich dieses Thank You zuerst und bringe das in die untere Ecke. Schön gerade, ne? So in dem Stil. Voilà. Und dann noch die Herzen. Und als allerletztes bringe ich hier noch einen kleinen Bling-Bling-Stein drauf. Und zwar auf das dunklere Herz. So, und das war's. Und hier drinnen hat eine entweder kleine Box mit Pralinenplatz oder was ihr auch machen könnt, was ich gerne mache, ist so ein kleines Pack Servietten, passt eigentlich auch hier rein, und da dann einen Gutschein quasi oder eine Gutscheinkarte oben drauf legen. Und so habt ihr eine doch aufwendige Box, aber ich finde, die gibt echt schon viel her und ist halt super cool mit diesem Aufklappmechanismus. Und das war's für heute. Ich hoffe, euch hat diese Idee gefallen und ihr habt, auch wenn es ein bisschen umständlicher ist, Lust, das Ganze nachzubasteln. Wenn dem so ist, dann drückt auch gerne auf den Like-Button unten. Die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch wie immer unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!
swept off the